Sie wäre über Rot gefahren Ja. jetzt. Jede dritte Fahrprüfung in Berlin geht so aus. Leider durchgefallen. Ich habe meine zum Glück schon vor 11 Jahren bestanden, aber in einer viel kleineren Stadt. Wieso fallen hier überhaupt so viele durch? Das will ich herausfinden. Los geht es mit einer Theoriestunde in der Fahrschule Prima in Berlin-Tempelhof. Lehrer Murat bringt uns heute bei, was man beachten muss, wenn man in einen Tunnel fährt. Kann mir Greta vielleicht sagen, was ich auf jeden Fall machen muss? Ich muss auf jeden Fall das Licht anschalten, und zwar das Abblendlicht. Das Abblendlicht, richtig. Was kannst du denn sonst noch machen? Sonnenbrille absetzen. Sonnenbrille absetzen, richtig. Als ich vor 11 Jahren für die Theorieprüfung gelernt habe, gab es noch Papierbögen. Das ist aber nicht der einzige Unterschied zu heute. Neuerdings ist es halt so, dass es auch viel mehr Fragen gibt, die man lernen und beantworten sollte. Und es kann schon sein, dass die Fragen auch ein bisschen schwieriger geworden sind, weil eben auf der Straße die Verkehrssituation sich verändert hat. Es sind halt mehr Fahrzeuge, sprich Roller und wie sie S-Pedelecs, wie sie alle heißen, dazugekommen sind. Dass mehr Leute durchfallen. Wie erklärst du dir das? Ja, es ist, wie gesagt, erstmal die Einstellung zum Führerschein. Brauche ich den überhaupt? Eigentlich will ich den gar nicht oder brauche ich ihn nicht. Zum Zweiten ist, dass die Leute oder die Fahrschüler das sich relativ einfach vorstellen. Dann kommen natürlich auch solche Faktoren zustande. Ich muss zur Uni, ich muss Klausuren schreiben, ich habe Stress auf der Arbeit, das kommt halt alles dazu. Und wenn man den Faktor noch Straßenverkehr Großstadt Berlin noch mit dazu nimmt, dann wird es halt schwierig. Grete. Es brennt. Du bist in einem Tunnel, du sitzt in diesem Auto. Das bedeutet, aussteigen, Motor aus, was machst du mit dem Schlüssel? Drin lassen. Was ist denn, wenn du 1 Million Euro in dem Auto hast? Lass ich drin. Die Million Euro lässt du drin? Nicht. Also kein Mensch hat natürlich 1 Million Euro im Auto, sondern ein paar hundert Euro vielleicht. Also die Sachen, auch wenn sie teuer sind, lasst sie bitte im Auto, weil diese Sachen kann man ersetzen. Auch Geld. Man 1 muss Million jetzt nur vielleicht arbeiten. nicht. Die 27-jährige Saskia dachte lange, dass sie als Stadtkind kein Auto braucht. Nach 3 Umzügen ohne Führerschein änderte sie dann doch ihre Meinung. Aber wenn du so drüber nachdenkst, dass du bald vorne links im Auto sitzt, hast du da Respekt vor oder mit was für Gedanken gehst du da so ran? Ich habe auf jeden Fall Respekt davor. Gerade andere Autofahrer machen mir viel Sorge. Ich glaube, in der Fahrschule ist auch mal der Spruch gefallen, ja, ihr müsst davon ausgehen, dass es Arschlöcher gibt. Und ich habe einfach gar keine Lust auf die Situation, einen Unfall zu bauen oder irgendwie in so eine Nervsituation zu kommen. Ein wichtiger Punkt, so ein Führerschein ist ja auch eine recht kostspielige Angelegenheit. Wie finanzierst du das eigentlich? Ich weiß es nicht. Nein, ich habe etwas Gespartes und hoffe, dass ich den jetzt einfach glatt machen kann und nicht zu oft wiederholen muss, weil dann würde das Geld nicht reichen. In Berlin kostet der Führerschein aktuell durchschnittlich zwischen 2.500 und 3.500 Euro. Die Kosten für den Grundbetrag, Lernmaterial, Theorie- und Praxisstunden variieren dabei von Fahrschule zu Fahrschule. Unabhängig von der Fahrschule gilt, wer länger braucht, zahlt mehr und wer durch die Prüfung fällt, hat mehr Kosten. Beispielsweise für die erneute Prüfungsgebühr und zusätzliche Übungsstunden. Bei der Fahrschule Prima werden pro 45 Minuten Übungsfahrt im Schaltwagen 45 Euro fällig. Ich habe meinen Führerschein schon gemacht, aber ich will wissen, ob ich die Fahrprüfung auch in einer Großstadt wie Berlin bestehen würde. Dafür treffe ich Gazi, einen absoluten Profi. Als Ausbildungsfahrlehrer kann er neben FahrschülerInnen auch FahrlehrerInnen ausbilden. Sag nochmal, damit ich mich darauf einstellen kann, wie lang war deine kürzeste Fahrprüfung? Kürzeste? Also Ja. Die kürzeste ist die Prüfung, die nicht stattfindet. In dem Moment, wo der Schüler seinen Personalausweis nicht dabei hat, sagt der Prüfer Dankeschön und auf Wiedersehen. Und wenn jemand den Perso dabei hat und es kann theoretisch losgehen? Und das war, glaube ich, 5 Sekunden Okay, und dann war schon vorbei. 5 Sekunden, das gilt es jetzt für mich zu überbieten. So, abbiegen hat schon mal gut geklappt. Alles gut, machst du toll, mach genau weiter so. Das Wichtigste ist sozusagen das Lächeln, weil dadurch gibst du anderen Leuten quasi das Gefühl, dass du die Sache unter Kontrolle hast.
Es ist natürlich so, dass die Leute jetzt uns als nicht normaler Teilnehmer am Straßenverkehr sehen, sondern wir genießen den Schutz der Fahrschule. Die Leute haben quasi ein bisschen mehr Reserven uns gegenüber, werden hoffentlich weniger hupen. Aber sind die Leute auch verständnisvoll? Also es gibt auf jeden Fall Momente, wo man merkt, die Leute sind halt lieb und nett und erinnern sich an die Zeit. Aber es gibt auch einfach Leute, die sind einfach schwer beschäftigt in dem, was sie tun und nehmen das nicht immer wahr. Der Berliner ist halt einfach mal einer, der dann klare Kante dann zeigt. 2022 wurden in Berlin 45% aller Theorieprüfungen nicht bestanden. Im praktischen Test lag die Durchfallquote bei 36%. Damit liegt sie hier über dem Bundesdurchschnitt. Aber Achtung, das heißt nicht, dass jeder dritte Berliner Prüfling durchfällt. In die Statistik vom Kraftfahrtbundesamt fließen nämlich auch die Wiederholungsprüfungen mit ein. Gerade habe ich das Gefühl, ich habe nur Baustellen. Nachdem wir jetzt ungefähr 11 Minuten gefahren sind, gab es dann eine Situation, das ist dir auch aufgefallen, das war eine sogenannte Rechts-vor-Links-Situation. Da hast du noch im Augenwinkel wahrgenommen, da ist irgendwas, da hätte ich sozusagen ein bisschen aufmerksamer sein sollen. Und dann kam halt der Klassiker, in der 35. Minute, da gab es ein Schild mit 8 Ecken. Was ist das für ein Schild? Ein Stoppschild. Richtig. Ich habe angehalten. Aber wo hast du angehalten? Ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. In meinem Stoppschild gibt es 2 Versionen. Eine mit und eine ohne Linie. Als du den Verkehr einsehen konntest, bist du aber weitergefahren. Und das gilt leider in der Prüfung als durchgefallen. Wenn du jetzt wieder bereit bist. Ich bin bereit, aber das heißt, ich wäre jetzt quasi schon durchgefallen. Guck mal, das Wort durchgefallen ist ein bisschen zu negativ angelastet. Also es ist so, du hast dich jetzt nicht an die Regeln gehalten, aber du hast trotzdem den Verkehr beobachtet. Ich habe gesehen, dass du die Situation grundsätzlich unter Kontrolle hattest. Während der Fahrt fällt mir auf, dass Gazi von Pauschalaussagen nichts hält. Auf die Frage, warum in Berlin generell immer noch recht viele FahrschülerInnen durchfallen, nennt er verschiedene Gründe. Einer sei, dass vor ein paar Jahren die Prüfungszeit beim praktischen Test von 45 auf 55 Minuten erhöht wurde. Außerdem sei die enge Verkehrsdichte in einer Großstadt wie Berlin herausfordernder als zum Beispiel auf dem Land. Wenn du halt dich auf die Fahrstunde vorbereitest, 10, 20 Minuten vorher da bist, die nochmal durchliest, was habe ich letztes Mal falsch gemacht, dich auf den Unterricht vorbereitest und du aus den Fehlern, die du gemacht hast, wenn du daraus nochmal die Sachen im Kopf Revue passieren lässt, das wird natürlich dazu führen, dass der Lernerfolg dann viel mehr sich verfestigen wird. Aber es ist leider so, dass viele Schüler sich nicht das immer so zu Herzen nehmen und dass sie dann halt sagen, so nach dem Motto, ja, wird schon. Und dann rächt sich das halt. Wir wechseln bitte auf die linke Fahrbahnseite. Eine Sekunde, ich musste dich gerade unterbrechen. Ja, aber guck mal, was heißt denn die Ampel hier? Das ist zum Beispiel jetzt ein klassisches Beispiel. Du denkst, du bist in der Kreuzung, aber siehst du hier die Linie dort drüben? Guck mal, hier steht. Ich hätte sonst schon weiter vorfahren. Richtig, du hast dich dafür entschieden. Jetzt kannst du in die Kreuzung einfahren. Ja, das stimmt. Ja, weiter rollen, ich sag dir Stopp. Immer weiter rollen. Ich sag dir Stopp. Ich weiß, es fühlt sich komisch an. So, jetzt bist du in der Kreuzung. Jetzt kannst du. Okay. Genau. Das wäre jetzt zum Beispiel in der Prüfung suboptimal. Ja, sagen wir mal suboptimal. Genau. Wäre schon durchgefallen? Sie wäre über Rot gefahren jetzt. Wie habe ich mich denn geschlagen? Ehrlich, sei ehrlich. Wenn es jetzt eine Prüfung gewesen wäre, Ja. wenn wir nach diesen Regularien gehen, dann wäre das Ergebnis leider negativ gewesen. Aber ich bin mir sicher, wenn es eine richtige Prüfung gewesen wäre, dann wärst du ja auch besser vorbereitet gewesen. Das war jetzt nur ein spontaner Schuss aus der Hüfte und deswegen geh nicht so hart mit dir ins Gericht. Grundsätzlich hast du die Sachen, die man machen muss, gemacht und ich fühle mich sicher, wenn du Auto fahren kannst. Ah, das freut mich. Und das ist quasi die Message, die ich mitgeben will. Augen auf, nicht ablenken lassen und dann klappt es auch. Okay, nehme ich mit für meine nächsten Fahrten. Das Gazi, freut mich. vielen lieben Dank. Sehr gerne, es war mir eine Freude. Na, ebenso. 3-mal wäre ich heute durch die praktische Fahrprüfung gefallen. Nicht das beste Ergebnis, aber ich habe auch wirklich gemerkt, wie anstrengend es ist, sich im Berliner Straßenverkehr zu bewegen. Am Ende führen verschiedene Faktoren wahrscheinlich dazu,
dass sich Fahrschülerinnen und Fahrschüler immer schwerer damit tun, beim ersten Mal durch die Prüfung zu kommen. Am Ende ist es aber auch einfach eine Prüfung und das bedeutet, jeder Prüfling muss sich einfach richtig hart reinhängen. Wie war das bei euch? Wo habt ihr den Führerschein gemacht? Was war das für eine Erfahrung? Und seid ihr beim ersten Mal durch die Prüfung gekommen? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wenn ihr den letzten Explainer sehen wollt zum Thema Hobbyjagen, dann klickt gerne mal hier. Und wenn ihr keinen Explainer mehr verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Nicht eigentlich ein bisschen höher sitzen? Du sitzt ziemlich tief. Warte Auf mal. der linken Seite ist so ein Hebel. Ah. Ja, Ah. viel. Also das ist Wahnsinn. Jetzt sehe ich auch was.